Серый квадратик мне кажется редким, ярко сверкающим слитком. Словно сродни он моим пятилеткам, первым советским магниткам. Здравствуй, далекая юность былая, возраст металлу не страшен. Первая плавка Пхилая — отблеск истории нашей. Dieses Gedicht der sowjetischen Journalistin Jekaterina Shevelewa spricht von einem Ort namens Bilaj. Bilaj ist heute eine Großstadt auf dem Subkontinent Indien. Doch warum sah sich eine Journalistin aus der UdSSR in den 1960er Jahren dazu veranlasst, gerade über diesen Ort zu dichten? 2007 veröffentlichte dann der österreichische Autor Josef Winkler einen Roman mit dem Namen Ravpungi, Requiem für einen Vater. Darin taucht in einer Episode eine weitere indische Stadt auf, Rourkela. Sie ist ca. 500 Kilometer nordöstlich von Bilaj gelegen und ist heute ebenfalls eine Großstadt. Doch was haben diese zwei Städte miteinander zu tun? Warum beschäftigten sich Autoren aus Ost und West mit ihnen? Und warum habe ich gerade diese zwei Städte für mein Dissertationsprojekt ausgewählt, das sich ja eigentlich mit einem deutsch-russischen Kulturtransfer beschäftigen soll? Die Antwort findet sich in den späten 50er und frühen 60er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Indien zwei Hüttenwerke errichtet, in Bilaj mit der Hilfe der UdSSR, in Rourkela mit der Hilfe westdeutscher und österreichischer Firmen. Ein Journalist der Welt schrieb 1961: Sanft gleitet die Dakota-Maschine durch den blauen Himmel Indiens, über endlose Steppen und dichte grüne Wälder. Durch die Wälder ziehen sich die Trampelpfade der Elefanten. Dann steigt plötzlich mitten aus dieser Urlandschaft eine silbern glitzernde Werksanlage auf, mit hohen Türmen und Schornsteinen, langen Hallen, dicht zusammengedrängt wie aus einer Spielzeugschachtel. Das ist Rourkela. Dann setzen wir zur Landung an auf dem kleinen Flugplatz und wir sind plötzlich mitten in Deutschland. Der Bau dieser glitzernden Anlagen im sogenannten Urwald Indiens geriet zu einem internationalen Wettrennen zwischen Ost und West, die dem blockfreien Indien die jeweiligen Vorteile des eigenen Systems vor Augen führen sollte. Begleitet wurden die Arbeiten von einer Pressekampagne und anderen Einflussmethoden, die heute unter dem Begriff Public Diplomacy zusammengefasst werden würden. Neben dem kulturellen Transfer eines positiven Images des eigenen Systems und dem Techniktransfer von mehreren hunderttausend Tonnen Material für Hochöfen, Stahl- und Walzwerke lässt sich noch ein dritter Transfer ausmachen. Die in Bilaj und Rourkela zahlenmäßig anwesenden Spezialisten aus der UdSSR und der BRD beäugten sich gegenseitig, die Botschaften analysierten die jeweiligen PR-Techniken und Journalisten verbreiteten mit ihren Berichten die Geschichte von Bilaj und Rourkela in der gesamten Welt. So kann anhand der Beispiele zweier Hüttenwerke in Indien eine globale Verflechtung der Entwicklungszusammenarbeit nachgezeichnet werden, die einen Austausch über den eisernen Vorhang hinweg darstellt. Diesem spannenden Thema widme ich mich nun seit fast 3 Jahren, dem Austausch zwischen den sogenannten Welten, der Lebenserfahrung der ausländischen Spezialisten und nicht zuletzt der Rolle Indiens und ihrer Industrialisierung, die ihren Ausgang in 2 unbekannten Dörfern in der Mitte Indiens fand. So schrieb schon Nehru, der erste Premierminister Indiens: When I think of India, I think of many things. Of broad fields dotted with innumerable small villages, of towns and cities I have visited, of the magic of the rainy season which pours life into the dry, parched up lands and converts it into a glistening expanse of beauty and greenery, of great rivers and flowing water, of the Khyber Pass and all its bleak surroundings, of the southern tip of India, of people individually and in the mass, and above all, of the Himalayas, snow-capped, or some mountain valley in Kashmir in the spring, covered with new flowers and with a brook bubbling and gurgling through it. If you go to Bilali or Rourkela, you will find the whole of India represented there. वसंत ऋतौ महामंगल्यप्रदमासोत्तमे मासे मंडपवित्रे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य श्री महा